Ich begrüße euch zu einer Legung beim Ludestarot. Schön, dass ihr am Start seid. Ich bin es auch. Und die Karten fliegen noch nicht im hohen Bogen. Aber vielleicht, ja, kommt sofort. Als hätte ich es geahnt. Ich hoffe, es geht dir gut und du kannst dir eine schöne Zeit machen. Und die Zeit, die du jetzt hier mit dem Schauen vielleicht verbringst, falls du dabei bleibst, für dich auf eine Weise nutzen, wie der Eremit sich jetzt hier schon umgedreht hat, mit der du ein bisschen in dich gehen kannst. Vielleicht ein bisschen wieder ins Lot findest, ein bisschen Zeit für dich hast, zum Reflektieren, zum Entspannen, dass jemand anders bei dir Arbeit macht, irgendwie etwas zu erzählen und der Kopf vielleicht ein bisschen ruhiger werden kann. Wir haben die 9 der Münzen und die 4 der Stäbe. Hier ist aber jemand ganz schön stabil unterwegs. Und zwar in mehreren Hinsichten. Einmal in Bezug auf das, welche Dinge sind um dich herum, welche Dinge wachsen und gedeihen, welche Dinge hast du selber auch vielleicht angelegt. Diesen Garten hat diese Figur auf der 9 der Münzen hier vielleicht mit der eigenen Hände Arbeit angelegt und gepflegt und gehegt und hat auch die Geduld gehabt, hier mit der Schnecke, die man fast gar nicht sieht auf dieser Karte. Aber wenn ich sie ganz nah dran halte, siehst du sie hier unten. Also du weißt, dass das, was du investiert hast in eine Situation, dass das zum gegebenen Zeitpunkt sprießen wird. Und jetzt wäre es hier an der Stelle, an der du auch schon diese Früchte sehen kannst und eine tiefe Ruhe, eine tiefe Stabilität empfinden kannst in Bezug auf das, was du sichtbar gemacht hast, was die Anzeichen sind, also die Symptome deiner Arbeit gewissermaßen. Und andererseits eine Sicherheit damit, wie du handelst, wann du handelst. Und das ist hier wirklich das ist hier zu feiern. Das solltest du feiern. Das sagen die Karten auf jeden Fall schon mal. Wir hatten den Eremiten auch vorhin. Vielleicht musst du auch einfach mal gar nicht die ganze Zeit im Kopf hetzen. Ich habe das Gefühl, ich habe das Reading so ein bisschen, fast ein bisschen gehetzt angefangen. Und dann hatte ich sofort das Gefühl, im Moment, in dem ich diesen Raum geöffnet habe, hatte ich sofort das Gefühl, okay, komm mal ein bisschen runter, Mädchen. Das war, als wenn hier, ja, das, was auf den Tisch gekommen ist, direkt gesagt hat, ey, es gibt keinen Grund zu hetzen. Es gibt hier, also mit diesen beiden Karten, mit dieser Kombination, ist hier eine Energie, die wirklich sagt, Gemach. Ich weiß, was ich getan habe. Ich weiß, was da noch kommt, was da noch möglich ist, was zu holen ist, dass die Dinge zum gegebenen Zeitpunkt eben wachsen. Die Früchte kommen, wann sie kommen und nicht, weil man sie dazu zwingt oder weil man die ganze Zeit glaubt, sie müssten zu einem anderen Zeitpunkt kommen. Also das ist ja etwas, das dir Kraft gibt. Es gibt dir Kraft, dich nicht hetzen zu lassen von irgendwelchen Taktungen, die sich irgendwelche Leute ausgedacht haben. Es geht hier, wie gesagt, nicht um Notfälle. Okay, mit dem Tod, große Arkana, haben wir hier etwas vergeht hier. Und zwar wirklich restlos. Also das ist der wirkliche Verlust von etwas. Es könnte sich jetzt um diese Rezeptoren handeln, mit denen es überhaupt möglich ist, dir Stress zu machen, dass diese Hülle geht. Das ist ja wie eine Membran, wie eine Haut, die empfänglich ist für diesen Angang im Grunde. Und wie gesagt, solange es sich nicht um Notfälle handelt oder Sachen, die wirklich brennend und dringend sind, ist das eigentlich natürlich absurd, wie oft wir uns unnötig irgendwie gegenseitig Druck machen oder Selbstdruck machen, Zeitdruck machen, einfach nur, weil wir vielleicht sonst Angst haben, uns verloren zu fühlen ohne diese Taktung. Und hier scheint jemand zu liegen, also ein Mensch liegt hier, der diese Anfälligkeit gegenüber dem Gehetztsein wirklich ablegt. Es kann aber auch sein, dass diese Stärke
die hier von dir ausgeht, und zwar wirklich in einer Friedlichkeit. Das ist eine Stärke, die sich nicht beweisen muss, sondern eine Stärke, die irgendwie... Also es ist mega strong in so einer ganz liebevollen, warmen Weise. Also wie gesagt, ich bin hier eingestiegen mit so, okay, bla bla bla. Das muss jetzt hier schnell gehen, weil ich offensichtlich auch irgendwie diese Fantasie hatte, oh Gott, der Akku geht bestimmt leer und oh Gott, es muss ja irgendwie hier flott gehen. Und wenn du, also die Menschen oder der Mensch, der mit diesem Reading hier gemeint ist, hat mich sofort beruhigt. So. Aber ich möchte ein bisschen mehr zum Tod wissen, ehrlich gesagt, weil das ist ja allerhand. Hier ist nochmal der Eremit beim Teilen des Deckes aufgetaucht. Also ich habe den Eindruck, hier steht ein Mensch so sicher in sich, dass dieser Mensch auch, weißt du, ich sehe dich über die Straße gehen und wie du kannst Leute grüßen und du kannst auch mit Leuten ins Gespräch kommen und du bist irgendwie auch aufnahmefähig, aber du drehst dich nicht mehr gehetzt um, ob dich die Leute sehen, oder du denkst nicht mehr darüber nach, was die Leute über dich denken könnten. Du musst hier wirklich niemandem, muss mal kurz gucken, ob hier alles richtig eingekabelt ist. So viel zu dem Thema. Du musst niemandem mehr etwas beweisen und du lässt dich nicht unnötig aus dem Konzept bringen. Ich habe gerade vorgemacht, wie das einem passiert, und diese Beruhigung setzt wieder ein. Also ich bin sehr glücklich über diese Energie. Sie ist wirklich heilsam. Danke. Krass. So, hier, Gerechtigkeit der Sterne, alles ist hier los im Deck. Ich bin ganz verwirrt. Das ist ja wirklich... Und da ist er nochmal. Okay. Der Eremit und die 4 der Kelche. Entweder ist es so, dass du als Eremit auf eine Situation leuchtest, in der ein Mensch in deinem Umfeld ein eigenes Gefühl ablehnt, ein eigenes Gefühl unterdrückt, deswegen auch in dieser Abwehrhaltung ist. Das könnte sein. Es könnte auch natürlich ein Teil von dir selbst sein, den du hier beleuchtest. Und ich habe hier wie dieses, du bist im Grunde mitten in deinem Garten und hin und wieder kommt eben etwas, das dir auffällt. Vielleicht spielt das gerade für dich eine Rolle, dass du dir die Frage stellst, wie gehe ich mit Einsamkeit um? Möchte ich vielleicht gerne im Augenblick allein sein? Tut es mir besser? Oder habe ich mich möglicherweise auch in etwas eingerichtet und nehme irgendwelche Dinge nicht an, die eigentlich interessant wären? Das kam hier jetzt zum Tod. Ich möchte noch mehr Infos dazu. Das ist mir noch ein bisschen rätselhaft hier. Was stirbt denn hier? Was vergeht? Weil diese Phasen so... Ja gut, das kann natürlich sein. Also diese Phasen können natürlich auch ineinander greifen. Diese Phasen, in denen die Dinge in die Frucht kommen und in denen sich die Dinge gut anfühlen, in denen du dich stabilisierst. Und zugleich eben, wie bei Reptilien, also im Grunde hat die Häutung schon angefangen, aber es dauert halt eine Zeit. Und die brauchen auch, glaube ich, viel Luftfeuchtigkeit, damit es einfacher geht, dass die alte Haut langsam abgeht. Und häufig ist das halt wie in so Fetzen. Und dadurch können natürlich noch so Spuren da sein. Aber ich habe das Gefühl, dass mit dem Tod... Die 2 Kelche sind uns hier noch drauf gefallen. Ich wollte gerade sagen, mit dem Tod habe ich das Gefühl, ist noch etwas anderes bezeichnet, was hier noch unerwähnt geblieben ist bisher. Es geht hier um eine Beziehung. Du lässt etwas hinter dir. Finde ich relativ eindeutig.
Warte mal, das ergibt andersherum mehr Sinn. Nee. Das ist okay. So. Hier ist, also du streifst hier etwas ab, habe ich den Eindruck. Und hier geht es gar nicht so sehr darum, was passt dir gerade, was willst du gerade haben, sondern ich glaube, das ist eine abgeschlossene Situation, es ist mehr eine Erinnerung. Ja, das kommt mir. Eine Sache, in der du möglicherweise auf jemanden geschaut hast, mit jemandem zu tun hattest, der Probleme hatte, ein Gefühl anzunehmen, der vielleicht dich abgelehnt hat, der vielleicht einen Kelch von dir abgelehnt hat. Das könnte sein. Oder eine Situation, in der sich das irgendwie gespiegelt hat. Das ist auch ein Gedanke, der hier helfen könnte. Manchmal denkt man, dass es immer der andere ist, der eine Situation sabotiert. Und es kommt ganz häufig vor, dass man gar nicht mitbekommt, dass man es selbst auch gemacht hat. Und dann ist es auch gar nicht so, dass sich das Ganze löst, indem man sich jetzt Schuldgefühle macht, sondern es kann sein, dass zwei Menschen unbewusst, mehr oder weniger unbewusst eine Situation sabotieren, vielleicht weil sie auch nicht richtig ist. Vielleicht, weil da etwas nicht zusammenkommen sollte. Und ich habe den Eindruck, das merkst du hier. Du merkst das. Weil unter diesem Wegschmelzen, Wegplatzen, Wegbrechen, Wegfetzen wie dieser alten Geschichte etwas zum Vorschein kommt. Nämlich, dass du dich hier glücklich machst, also dass du eine andere Qualität von Glück kennenlernst. Oder siehst, die kommt zum Vorschein. Das ist wie, weißt du, die 4 Stäbe haben sich vielleicht irgendwie unter dieser alten Geschichte schon so ein bisschen hochgebohrt und du dachtest, dass es mit dieser Geschichte zu tun hätte. Aber mit dem Eremiten, mit diesem Abstand, erkennst du, das hätte nicht weit geführt. Das hätte nicht weit geführt. Und das, was du gedacht hast, was in dieser Situation diese 4 der Stäbe, dieses Feiern, dieses Stabile, dieses, also wirklich, wie sagt man immer, Hochzeit, also dieses, dass es hier richtig steil geht. Du dachtest, es hätte was mit der Begegnung zu tun. Und es könnte sein, dass über diese eine Begegnung hinaus du das für mehrere feststellst. Und was stirbt, ist dein Glaube, dass dein Glück abhängig wäre. Davon, wie sich irgendein Mensch zu dir positioniert, wie sich irgendein Mensch entscheidet. Und es ist auch ein bisschen traurig, das gehen zu lassen. Also es ist ein bisschen traurig, diese Fantasie gehen zu lassen, dass dein Glück abhängig ist davon. Ich möchte noch mal ein bisschen mehr zu deiner jetzigen Situation. Unterdeck, 8 der Stäbe. Du kommunizierst anders. Seit du da etwas hinter dir gelassen hast. Vielleicht, weil du nicht mehr innerlich Rücksicht nimmst auf die Frage. Okay. Ja, exakt. Okay, du nimmst hier nicht mehr innerlich Rücksicht darauf, Königin der Stäbe, ob du jemanden befangen machen könntest mit deinem Feuer, mit deiner Stärke. Und das macht dich glücklich. Das macht dich handlungsfähig. Du zuckst nicht mehr innerlich zusammen, weil du Angst hast. Es könnte jemanden brüskieren, es könnte jemanden vertreiben. Diese Angst stirbt. Die Angst, abgelehnt zu werden, stirbt. Das ist ganz schön krass. Und das hast du dir hier erarbeitet. Das hast du hier wirklich aus der Tiefe gezogen. Aus deinen Schatten. Aus der Begegnung mit dem, was viele Leute nicht sehen wollen. Hast du etwas geborgen und das ist dein inneres Feuer. Das ist diese Flamme, das ist dieses, ich weiß, wer ich bin. Das hatten wir gestern schon.
bekommen wir noch ein bisschen mehr zum Outcome. Oder wohin, in welche Richtung das geht. Ich wollte gerade fragen, gibt es was, was dich herausfordern könnte, worauf du achten solltest? Aber das scheint hier gerade gar nicht wichtig zu sein. Also da ist kein Störsignal. Ich kann das nicht hören, nicht vernehmen. Aber interessant wäre vielleicht etwas, was du nicht siehst. Was sich jenseits deines Sichtfeldes abspielt. Jemand hantiert mit etwas, jemand jongliert mit einer Entscheidung, ist mein Impuls. Irgendjemand irgendwo in deiner Peripherie hat hier eine Entscheidung zu treffen und hantiert mit den Möglichkeiten, mit den Dingen, muss sich für oder gegen etwas entscheiden. Oder möglicherweise Dinge miteinander vereinen, die schwierig zu vereinen scheinen. Das ist merkwürdige Deutung gerade, also es muss nicht unbedingt so, die zwei der Münzen natürlich gedeutet werden, aber es kommt gerade einfach irgendwie so durch. Jemand balanciert etwas. Zwei Möglichkeiten, Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Dazu mehr? Eine Karte haben wir schon, die zweite dann bitte auch. Eine Möglichkeit haben wir. Der Herrscher hat sich umgedreht, den sortiere ich aber wieder ein. Hier geht es für jemanden in deiner Peripherie um was sehr, also um die eigene Souveränität. Und sie hat grob damit zu tun. Ach, das sind die beiden Möglichkeiten. Okay. Irgendjemand in deiner Peripherie hantiert mit einer Entscheidung zwischen dem einen Vibe oder dem anderen Vibe. Und damit meine ich jetzt Stimmung, nicht die Frau. Könnte natürlich sein. Aber zwischen dem Modus Ritter der Kelche oder Ritter der Stäbe. Und das könnte etwas bezeichnen wie eine einsame, eine eher isolierte, also Lonely Wolf Heldenreise durch die Wüste, sich selbst finden, sich selbst spiegeln, sich selbst in den Taten finden, sich selbst erkennen wollen durch das, was man tut. Ein eher einsamer Weg beim Pagen der Stäbe, so deute ich den jedenfalls. Oder dem Ritter der Kelche, das ist ein Modus, ein Vibe, eine Energie, die hier ein bisschen mehr gewachsen ist und die sich für Kontakt entscheidet, die dem Herzen folgt, auf etwas, auf jemanden zu. Mit dieser Art von Entscheidung hadert hier gerade ein Mensch oder balanciert diese Kräfte auch in sich aus, aber ich habe wirklich dieses Wort Entscheidung bekommen. Und es geht im Grunde ums Ganze, und zwar um die emotionale Erfüllung. Für diesen Mensch, also der Mensch überlegt gerade, was soll ich tun? Und er guckt hier wie so drauf bei mir, das ist ja interessant. Also er guckt da drauf. Möglicherweise sieht er das bei anderen, sieht es vielleicht bei dir. Vielleicht schaut dieser Mensch darauf aber auch wie auf etwas, das ein bisschen abstrakt ist, das ist irgendwie, dass er als Wunsch erkennt. Und das bringt diesen Menschen hier ein bisschen aus dem Konzept. Ja, dieser Mensch gerät, oh, interessant, dieser Mensch gerät aus dem Konzept. Die alten Wege sind vielleicht auch ein bisschen abgegessen und verbraucht. Die alten Wege stehen hier irgendwie nicht mehr richtig offen.
Und dieser Mensch hat vielleicht auch ein bisschen verdrängt, dass er einen Wunsch hat, dass er sich so eine Möglichkeit vorstellen könnte. Ja. Und das ist so, während er irgendwas hantiert, irgendwas macht, gehen die Gedanken zu einem emotionalen Wunsch. Und das ist wie beim Jonglieren, dieser Mensch verliert halt plötzlich irgendwie die Orangen, mit denen er gerade jongliert. Oder hat jemand Probleme, sich zu konzentrieren. Meanwhile, was machst du? Also du sitzt hier halt auf deinem Königin der Stäbe-Thron in den 9 der Münzen unter den 4 der Stäben. Das ist so ganz schön gechillt hier. Und ist ja, also du sitzt da halt als der ehemalige Eremit, aber der Eremit verlässt einen ja nie ganz. Also es ist zu wissen, dass man das kann, ist halt krass. Ne? Also dieses, boah, ich kann alleine da durch. Dann muss ich mir jetzt auch hier nichts mehr erzählen lassen. Von irgendwelchen Jab-Höhen. So ist das ungefähr. Du bist echt eine witzige Energie. Also, abgefahren. Hier kommen auch einfach keine Informationen mehr zu dir. Also hast du diese Kartenlegung, wolltest du diese Kartenlegung schauen, um etwas über dich zu erfahren? Ich habe hier leider nicht viel an Informationen. Hier ist nicht viel nötig zu sagen. Aber du bist, also ja, du schaust ein bisschen wie von so einem Hochsitz, also im Wald, diese Holzgestelle, wo man von oben auf eine weitere, in die Weite gucken kann. Hier ist schon wieder eine Karte auf diesen anderen Menschen gefallen. Die Gerechtigkeit. Okay, hier wird sich irgendwas irgendwie einpendeln. Irgendwas wird sich irgendwie ausgleichen für diesen Menschen. Möglicherweise hat dieser Mensch auch ein bisschen Gerechtigkeit abzuleisten, also ein bisschen etwas abzutragen und hat etwas zu verstehen. Du musst darauf keinen Einfluss nehmen. Du hast dich aus etwas rausgearbeitet. Hier ist eigentlich, also im Grunde, eine Situation ist hier abgeschlossen. Es gibt hier nichts mehr zu tun für dich. Das ist durch. Also du musst dir um die Frage, ob irgendein Mensch, vielleicht hast du einen bestimmten Menschen im Kopf, der dir jetzt sofort kommt. Wenn dir nicht sofort einer kommt, dann versuch nicht irgendjemanden herbeizuzwingen in deinem Kopf. Also nicht irgendwie das zwanghaft auf irgendjemanden oder gezwungen auf irgendjemanden projizieren oder übertragen. Aber ich habe den Eindruck, dass was hier wirklich geht, was dich verlässt, was wirklich auch wie zu Asche wird, was verbrennt. Das ist dieses Gefühl, Antworten zu brauchen von einer Situation. Die Situation ist gewissermaßen gestorben. Du bist hier durch. Mach dir den Sekt auf. Ich habe keine Ahnung. Nein, das war natürlich nicht Animation zum Trinken von Alkohol, aber also im übertragenen Sinne Feier. Feier das. Was sollst du sonst machen? Du hast hier etwas überstanden. Es ist vorbei. Du hast deinen Teil einer Situation gemeistert. Und für den Rest bist du nicht mehr verantwortlich. Bist du nicht mehr zuständig. Du kannst jetzt das sacken lassen und also dir das klar machen, das verstehen, also durchatmen, Pause machen. Und dann beginnst du was Neues. Dann geht's weiter mit irgendwas. Aber hier ist für diesen Menschen, der hier ist, wirklich dieses, okay, es gibt wirklich keinen Grund, sich jetzt irgendwie gerade mit irgendetwas zu befassen oder zu stressen. Es ist wirklich wie so, man glaubt das kaum. Also es ist wie, ja, man glaubt es kaum. Es ist so eine Ungläubigkeit. Echt? Das zieht jetzt nicht mehr an mir? Echt? Ich muss mich da nicht mehr hingrübeln? Ich muss mich nicht mehr irgendwie mit irgendwas quälen? Sieht hier nicht danach aus.
Das kann und soll ich so stehen lassen. Dann wünsche ich dir ein schönes Feiern. Ein schönes Runterkommen von irgendetwas, das wirklich anstrengend war. Oh. Ist das eine Prognose? Ich sag's mal so. Das, was ansteht, könnte eine ziemlich magische, ziemlich zauberhafte Phase sein. Es könnte sein, dass du hier eine neue Fähigkeit entdeckst. Aber das ist für dieses Reading nicht mehr vorgesehen, dass da mehr drüber gesprochen wird. Cool. Aber es geht hier um Fähigkeiten. Das ist schon mal klar. Irgendwas wird hier freigesetzt. Ah, ich soll aufhören, okay. Nun gut. Schauen wir, vielleicht kommt es in einer der nächsten Legungen wieder. Dann verabschiede ich mich, wünsche dir alles Gute und sage Tschüss.